Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute gibt es ein neues Format. Wir sind im Taxi unterwegs und ihr könnt Parfum gewinnen. Es gibt ein kleines Quiz und da schauen wir mal, wer denn mit uns hier eine Runde drehen möchte. Die Frage ist natürlich, was kann man heute gewinnen? Und zwar, wir werden Leute herumfahren. Vielleicht brauchen die ein Taxi, vielleicht wollen die auch nur ein Parfum gewinnen. Und wir stellen mal wieder die Frage, welcher Promi trägt welche Uhr? Und je nachdem, wenn man 3 von 5 richtig hat, dann bekommt man einen Duft. Wir haben unseren neuen Amoureuse dabei, den neuen Release, aber auch andere Sachen. Von daher mal schauen, wer so als erstes nach einem Fotofalco mitfahren möchte. Also, er ist dabei und zwar, wir haben jetzt unseren ersten Kandidaten. Was wir jetzt machen werden, wir steigen jetzt hier ein, drehen eine Runde und ich stelle dir ein paar Fragen. Du musst von 5 Stück 3 richtig beantworten und wenn du richtig rätst, kannst du ein Parfum gewinnen. Bist du ein Parfum-Typ? Hast du Spaß mit sowas? Ja. Ja? Dann einmal bitte. Danke dir. Also, wie ist dein Name? Jay heiße ich. Jay, ja, was machen wir heute? Und zwar, kennst du dich ein bisschen aus mit Uhren? Ja, kommt darauf an, welche. Okay, ich stelle dir jetzt 5 Fragen. Es geht darum, welcher Promi trägt welche Uhr. Du hast auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ja. Es sind 5 Fragen und wenn du 3 richtig beantwortest, bekommst du ein Parfum von uns. Also, das hier ist die AP Skeleton in Keramik. Okay. Das ist eine ganz besondere Uhr, teure Ja. Uhr. Die Royal Oak, hast du schon mal gesehen? Ja. Und die Frage ist jetzt, wer hat diese Uhr? Flair, ein deutscher Rapper, Elon Musk von Tesla oder LeBron James, der Basketballspieler? Oh, hast du einen Tipp für mich? Tatsächlich nicht, nee, weil, also... Ja, okay. Gut, ich tippe mal dann auf B. Auf B, Elon Musk, meinst Ja. du? Bist du sicher? Nicht wirklich, aber dann sage ich A. Sag's A, Flair. Also ich geb dir doch noch einen Tipp. Ja. Also die Uhr kostet, glaube ich, aktuell knapp 300.000 Euro. Dann C. Wir haben jetzt alle Antworten durch. Also welche Antwort nehmen wir? Ich nehme C. Du nimmst C. LeBron James, Ja. aus Amerika, ein Basketballspieler. Mal schauen, ob er diese Uhr hat und sieht gut aus. Ja. Perfekt. Das ist schon mal ein richtig. LeBron James ist der Erste und Okay. jetzt schauen wir mal, wen wir als nächstes haben. Und zwar, es geht um diese Patek. Das ist ein ewiger Kalender mit einem Chronographen. Das heißt, die ist ja stark. sehr schön. Neues Modell mit dem grünen Sehr Ziffernblatt. Wir haben einmal Zlatan. Fußballspieler, Ibrahimovic. ja genau, Fußballspieler. Messi Okay. oder Sido, den Rapper. Bei Sido bin ich mir sicher, dass er sie nicht hat. Sido hat schon eine heftige Sammlung. Echt? Ja, aber ja, will ich auch nicht verunsichern. Ne? Messi ist nicht so der Uhrentyp. Mhm. Der fällt schon mal weg. Ich denke, Ibrahimovic könnte es sein. Meinst du? Also zum Beispiel Messi hat auch, mit AP hatte der früher mal eine Kooperation und so, ne? Also. Ja, aber dafür die Farbe würde er nicht tragen, weil ich nehme C. Du nimmst Sido. Sido, ja. Sicher. Eigentlich nicht. Gut, ich nehme A. Alles klar. Ja, Okay. der ist, Ist du, gut. wie eine Dings. Ich frage dich einmal, du wechselst Ja, hier. es ist halt. Du nimmst weil, A? ne, jeder von denen könnte sowas halt tragen, aber es ist dann halt so, wenn du sagst, ne, die Form und die Farbe. Ja, ich nehme A. Du nimmst A. Ich nehme A. Ibrahimovic? Ja. Messi ist es. Messi Nein, ist es gewesen. tatsächlich. Echt? Ja, Messi hat sie angehabt. Ach, das ist sogar, wo der den Cup gewonnen hat. Richtig. Wir machen weiter mit einer Jacob &Co. Sehr speziell. Mystery. Sehr. Jetzt natürlich die Frage, es ist auch eine teure Uhr. Ich glaube, Liste kostet die, also die wird auf jeden Fall über 1 Million kosten. In der Mitte hast du die Unruhe und hier über die Diamanten sieht man dann die Stunde und die Minuten. Jay-Z, Conor McGregor oder Rick Ross? Ich sag Jay-Z. Wobei Rick Ross würde sowas eher anziehen wollen. C. Ich nehme C. Ich nehme C. Wir gehen mit C. Ja, wir gehen mit C. Ja. Wir gucken einmal nach. Rick Yes. Ross. Yes, wusste ich. Passt irgendwie mehr zu ihm, ne? Ja, ja. Dann geht's weiter. Du brauchst nur noch einen Punkt und dann bist du schon entlassen. Von daher eigentlich stehen die Chancen auf deiner Seite. Wir gehen mal rein. Und zwar, das ist jetzt ein normales Basic-Modell, die Left Hand, Ja. neues Modell, was rausgekommen ist. Okay. Snoop Dogg, Cristiano Ronaldo oder Ed Sheeran. Ja, also was meinst du? Dann rate ich einfach mal. Mhm. Ich nehme einfach B. B. Ja, C und dann B. Ja, B. Cristiano Ronaldo ist eher der Typ dafür. Cristiano. Ja. Wir loggen ein. Sicher. B. Ja, B. Wir bleiben bei B? B, wir bleiben bei B. 1, 2, B, 1. B. Es ist Ed Sheeran. Es ist Ed Sheeran. Nein, echt jetzt? Es ist Ed Hätte ich Sheeran. nicht gedacht. Hätte ich nicht Ja, gedacht. Cristiano Schade. trägt meistens ein bisschen. Ja, aber du hast ja noch. Okay, okay. Den Punkt musst du machen, Okay. sonst bist du raus. Okay, jetzt kommt's. So, und zwar Omega. Omega, das ist die Moonswatch, das ist die teuerste von allen, die Neptune. Die findet man auch am seltensten. Mark Zuckerberg, Daniel Craig oder InScope, das ist ein Influencer.
Die ist nicht so, also du musst dir vorstellen, die kostet die sagt mir gar nichts. Also das ist so eine Koop gewesen mit Swatch und Omega. Okay. Die haben alle Planeten rausgebracht. Ja. Und die Uhren kosten im Laden 280 €. Aber zum Beispiel die hier kostet im Graumarkt so circa 1500. Manchmal haben die auch 2000 € gekostet. Das ist mehr so halt, wenn du die bekommst. Okay. Also sehr selten. Sehr seltene Uhr. Sehr selten. Dann A. Mark Zuckerberg, meinst Ja. du? Dann A. Zuckerberg? Ja. Ich habe keine Ahnung. Also diesmal. Mark Zuckerberg. Und überleg mal, was macht Danny Craig? Welche Rolle Ja, hat er? ja, natürlich. Welche Ja, Rolle? James Bond und so weiter. Ja. Dann B. Wir gucken mal nach. Wir gucken mal nach, ob das richtig ist. Natürlich. Yes! Ja, es ist richtig. Und zwar liegt es daran, er hat ja mit James Bond Omega als Sponsor Ja, okay. und auf dem roten Teppich hatte er diese Uhr an. Ja, von daher herzlichen Glückwunsch. Ich danke dir vielmals. Damit gibt es ein Parfum. Wir können also auch mal kurz wieder Halt machen und dann würde ich dir das Ganze feierlich übergeben. Steig einmal aus und ich zeig dir mal, was ich für dich mitgebracht habe. Perfekt. Das ist so der aus unserer Kollektion der modernste Duft. Ja. Wenn dir jetzt solche Sachen wie Prada und so weiter gefallen, wirst du hiermit, denke ich, am meisten anfangen können. Das liegt, glaube ich, bei 250 €. Ja. Von daher, das für dich. Ich danke dir vielmals. Man kann heute nur gewinnen, ne? Ich werde auf jeden Fall das vor allen Dingen mit der Werbung auch noch ein bisschen promoten für Mach dich. das. Ich danke das. Ich hoffe, für du das hast Spaß Geschenk. damit. Ja, vielen Dank. Dann danke. bis bald, ja? Auf jeden Fall. Danke fürs Mitmachen. Ciao. Ciao, ciao. Das Ganze hat ja eigentlich schon ganz gut geklappt. Jetzt suchen wir uns noch jemanden aus. Natürlich, es wird später und später. Ne? Wir wollen noch 2 Kandidaten abfilmen. Und die Königsallee wird schon ein bisschen leer, weil natürlich die Geschäfte schließen. Aber derjenige, der jetzt hier noch rumläuft, der hat eventuell Glück, um noch ein Parfum abzustauben. Lasst mich gerne wissen, ob euch diese Art von Content gefällt. Dann machen wir sowas häufiger. Es ist ja nicht einfach, solche Sachen auch zu entdecken, solche Videoideen. Aber ich glaube, hier haben wir schon was Cooles gefunden. Wie geht's? Gut und selbst? Auch soweit. Freut mich. Wir sind heute hier unterwegs und machen so ein kleines Quiz. Im Taxi ein paar Fragen stellen. Ja. Mal sehen, ob du das richtig rätst. Kennst du dich ein bisschen aus mit Uhren oder gar nicht? Nee, egal. Egal. Ja gut, wir schauen einmal, ob du richtig rätst. Es geht um 5 Fragen, 3 musst du richtig beantworten. Oh nein. Ja, wir gucken mal. Aber wenn du falsch bist, du kannst nichts verlieren. Krieg ich trotzdem passen? Wenn du falsch bist, dann nicht. Aber vielleicht bist du auch richtig. Ja, okay. Also, Dankeschön. einmal einsteigen. Ja. Danke. Ich gewinne das nicht. Ist die Frage, ob am Ende das Parfum für ihn ist, ne? Ja. Nein, behältst du das? Ja, natürlich. Okay. Wie heißt du? Ilginai. Egenai. Ja. Dann wir starten einmal und zwar, ich werde dir jetzt eine Uhr zeigen und du musst erraten, welcher Prominente diese Uhr tragen könne. Das Gute ist, ich gebe dir 3 Hinweise und du musst nur raten. Oh Gott. Wir haben hier einmal eine Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Das ist eine goldene Uhr, eine sehr, sehr große Uhr. Die Frage ist, Bones MC, Capital Bra oder Chata? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Also das ist, musst du überlegen, was passt zu einem. Ne? Alle 3 kennst du wahrscheinlich, ne? Ja, Bones? Da weiß ich nicht. Aber jetzt sagst du meinst du, jetzt weiß ich nicht. Ich muss schon überlegen. Ja, also man muss dazu sagen, ne, ich würde dir als Tipp geben, du musst ein bisschen nachgehen, wer vom Körperbau her dazu passt. Das ist eine sehr große Uhr. Ja, dann Qatar, weil der ist ein bisschen... Ja? Ja. Wir loggen mal Qatar ein. Bist du sicher? Ja, und wenn das jetzt Bones war, bin ich sauer, weil ich habe auch Bones geraten. Okay. Ich glaube, ist klein. Und daher, wir gucken einmal nach. Qatar ist richtig. Ja, oh mein Gott. Qatar ist richtig und damit der erste Punkt. Das heißt, du hast noch 4 Stück und musst noch 2 richtig Okay. raten. Zwar, das ist eine Patek Philippe Nautilus. Das Ja. ist so einer der teuersten Modelle, die man haben kann. Die Frage ist jetzt, gehört diese Uhr zu Cardi B, Salt Bay, der von Nusret, kennst du Nusret, der mit diesem Ja. Salz? Oder Takeshi 69, das ist der so bunt mit diesen, ne, auch so ein Rapper. Aber die sind alle reich. Die sind alle Gibt's irgendwie reich. einen Tipp? Also ich sag dir so, wie es ist, ich weiß es gerade selber nicht. Cardi B, also alle könnte sie... Ja, eigentlich alle, aber ich denke mal der mittlere irgendwie. Auch wenn, Salt Bay? Ja. Also ich würde tatsächlich auch sagen, das könnte der sein. Wir gucken einmal nach. Er ist es! Oh mein Gott, ich bin so schlau. Ja. Das heißt, schon 2 hast du richtig beantwortet. Du brauchst nur noch einen und hast noch keinen Fehler. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich gucke mal diese Videos, weil ich liebe Essen. Und dann habe ich so gedacht, der hat eh mal eine Uhr an, aber Also, das ist jetzt welche. Tatsächlich, Nusret hat einige Nautilus-Modelle. Von daher hat das ganz gut gepasst. Wir machen weiter. Selbe Marke, Patek Philippe, aber ein anderes Modell. Das ist ein bisschen klassischer, ein bisschen älter. Wir haben Keanu Reeves von... Kenn ich nicht, kenn die alle nicht, außer Beyoncé. Keanu Reeves ist John Wick. Weißt du, der so für seinen Hund alle umbringt. Actionfilm. Okay. Daniel Craig
ist James Bond und Beyoncé ist Beyoncé. Aber es ist eine Männeruhr, oder? Ja, heutzutage auch Frauen tragen Männeruhren, aber ja, du hast recht. Gibt es irgendwie einen Tipp? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ja, also als Tipp, wenn du die beiden nicht kennst, wird schwer. Sag einfach mal der erste. Keanu Reeves? Ja. Wir schauen einmal nach, ob Keanu Reeves der Richtige ist. Ich glaube nicht. Keanu Reeves ist richtig. Das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Ich kenn den nicht mal. Du hast alle drei, du hast einfach alle drei auf Anhieb richtig. Die Leute schon so schlau. Das Glück ist auf deiner Seite, muss man sagen. Von daher, wir suchen einmal kurz einen Parkplatz und dann würde ich dir etwas mitgeben. Dankeschön. Ja? Ja. Du hast es geschafft. Ja. Du hast richtig geantwortet. Bei 3 Fragen 3-mal richtig. Von daher, das ist unser neues Parfum. Amorist. Ich weiß jetzt nicht, wer sich das schnappt. Ich? Ja, oder? Das ist auf jeden Fall für dich. Dankeschön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön, hat mich Und dann gefreut. bis bald. Schönen Tag noch. Tschüss, Ja, Leute. ciao, ciao. So, das heißt, wir haben jetzt noch ein Parfum. Unglaublich, ne? Man kann manchmal nicht danach gehen, ob man Ahnung hat oder nicht. Man muss auch manchmal einfach auf den richtigen setzen. Von daher, wir schauen mal. Das Ganze wird übrigens jetzt in allen großen deutschen Hauptstädten sein. Das heißt, wir sind in Berlin, in München, in Bremen, in Hamburg. Überall werdet ihr das Ganze hier sehen. So, wir haben uns eben ganz kurz gesehen. Ja, Und zwar auf der Arbeit. Auf der Arbeit, ja. Wie läuft's bei der Arbeit? Alhamdulillah, ist gut, ist schön, ja. Wir schön zu arbeiten hier? Sehr schön, nette Menschen, freundliche Menschen. Das hört man gerne. Wir sind heute mit dem Taxi unterwegs und du kannst ein Parfum gewinnen. Also du hast nichts zu verlieren, du musst nichts Scharfes essen oder so. Das Einzige ist, ich stelle dir quasi 5 Fragen und das hat was zu tun mit Uhren. Wenn du 3 richtig beantwortest, ist das dein Parfum. Ja. Von daher würde ich sagen, wir gehen mal rein. Drehen eine Runde und sind gleich wieder hier. Ja, bleib hier aus, ne? Nicht weggehen. Hier bitte, steig hier. Wir steigen ein mit einer Day-Date. Das ist eine 36 mm, die ist schon ein bisschen älter, Vintage, mit einem Holzziffernblatt. Die Frage ist, gehört diese Uhr John Mayer, das ist ein Gitarrist, der macht so Country-Musik, sehr, sehr bekannt in Amerika. Drake, kennt man. Ja. Oder King Charles, der König... Weißt du, was das tricky ist? Dass dieses mit dem Holzziffernblatt, das hört sich so edel, so nach König an. Er hört sich nach König an, aber man muss sagen, ne, Day-Date ist schon eine auffällige Uhr. Auffällige Uhr. Ob der König von England so eine trägt, weiß ich Ich nicht. glaube, für Drake ist sie ein bisschen zu günstig. Ja. Ich glaube, es ist John Mayer. John Mayer. Wir gucken einmal nach, ob John Mayer, ist übrigens ein sehr, sehr großer, ich weiß es selber auch nicht, ob John Mayer diese Uhr hat. Drake hat sie. Drake. Mann. Drake hat sie. Boah, das ist krass. Ja, das ist krass. Wir machen weiter, du hast ja noch ein paar Chancen. Ja. Wir gucken. Das ist jetzt eine AP, Skeleton. Ich weiß, wer die hat. LeBron James. Woher ist das? Ich weiß das. Vielleicht hat Flair die, vielleicht hat Elon Musk die. Flair nicht. LeBron James hat. Flair ist auch ein heftiger Typ. Ja, aber ich glaube, LeBron James hat die. Ich habe das schon mal gesehen, glaube ich. Der Typ, ja. Der ist auf TikTok unterwegs, ne? Ja, LeBron ich James ist wusste- richtig. Das wusste ich. LeBron James richtig. Das ist eine heftige Uhr. Ja, sehr, die sehr ist heftige krass. Uhr. Das vergisst man nicht, deswegen. Ja, korrekt. Wir machen weiter mit Patek Philippe. Das ist ein ewiger Kalender, klassisches Modell, Chronograph und im grünen Ziffernblatt. Zlatan, Messi oder Sido. Die Uhr kostet, glaube ich, Liste knapp 300.000 Euro. Ich habe die irgendwo auch mal auf TikTok gesehen. Ich denke Messi. Vielleicht auch Sido. Die kann auch sein, aber ich denke eher Messi. Also sollen wir Messi einloggen? Ja, Wir machen Messi. Und es ist richtig. ich wusste. Ich habe Alter, die du schon mal bist gesehen. krass im Game. Ja, ich habe die schon mal gesehen. Du hast echt Ahnung. Ja. Das heißt, du brauchst nur noch einen. Und ich habe noch 3 Versuche. Noch zwei. Jacob Co. Mystery. Das heißt, hier ist die Stunde, hier ist die Minute und das hier dreht sich so als Tourbillon. Jay-Z, Conor McGregor oder Rick Ross. Conor McGregor, ich kenne alle seine Uhren. Ja? Der hat die nicht. Der hat die auf jeden Fall. Der hat die grüne, der Conor McGregor. Der hat auch viel Jacob Co. Ja. Aber diese mit der Welt und so, der hat diese krassen. Also, du kennst dich aus. Ich gehe mit Jay-Z. Also Jay-Z hat auch viele Uhren, muss man sagen. Conor Was McGregor kostet die? kostet so eine Mio. Ja, mal alle Geld. Ja, kannst du nicht Wer ist nachgehen, ne? Rick Ross? Wer ist er? Rick Ross ist, der hat so eine ganz, ganz tiefe Stimme und mach mal irgendein Lied. Was hat Rick Ross? Was ist das? Natürlich kein YouTube Premium, ne? Die 5 Euro geben wir denen nicht. Ja, okay, der steht auf Rot, mag rote Kleidung. Jetzt ist die Frage, Jay-Z oder Rick Ross? Ich gehe mit Rick Ross. Du hast auch noch, kannst du eine falsch machen. Also Ich gehe mit Rick Ross. Rick Ross ist richtig, Mann. Heftig. Krank. Heftig. Krank. Ich glaube, du warst derjenige, der am besten informiert war. Oh, das freut mich. Also von daher muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Gleich werden wir dir noch das Parfum übergeben. Wir haben einmal, also mit einer der stärksten Düfte, die wir haben, Arabian King. Das ist für dich. Vielen Dank.
Und sehr, sehr gerne. Und für deinen Kollegen haben wir noch ein bisschen was. Das sind so Nüsse, ja genau. Die sind müssen immer mit dabei sein. Du kannst die Tragtasche direkt behalten. Dann hat mich sehr, sehr gefreut. Und bis bald, ja. Ich habe dir was eingepackt, ja. Ja, danke dir. Ne? Bis bald, Jungs. Ciao, ciao. So Leute, wir sind fertig mit dem Format. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und mich wissen, ob euch das Ganze gefällt. Dann machen wir es vielleicht regelmäßig. Mir hat Spaß gemacht und freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ciao, ciao.